Forza Horizon 6 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rennstrecke haben, genauso wie es Mexiko hat in Horizon 5. Gut, die Horizon 5 Strecke sieht eher abgewrackt aus, will man fast gar nicht Rennstrecke nennen. Deshalb wollen sie es jetzt vielleicht besser machen, denn ich hatte ja damals den Call rausgehauen, als wir uns Fujimi Kaido angeschaut haben. Ja, Horizon 6 wird safe in Japan spielen. Die Zeichen waren einfach zu deutlich. Und ja, am Ende hatte ich recht. Wir haben es ja confirmed bekommen. Ich werde euch das Video auch nochmal verlinken. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Und ja, man sieht dort viele Straßen, die nicht direkt sichtbar oder befahrbar sind auf der eigentlichen Rennstrecke. Da fragt man sich natürlich, warum. Ja, das können natürlich Texturen schon mal sein, Vorlagen für Straßen, die dann in Horizon 6 sind, weil wie gesagt, ich denke und gehe schwer davon aus, dass Fujimi Kaido auf jeden Fall in der Horizon 6 Map vertreten sein wird, hoffe ich zumindest. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Ganze dann als eigene Region in einem DLC raushaut, was natürlich absolut ehrenlos wäre irgendwie. Also würde ich persönlich nicht feiern, wenn man das so verwurstet, aber nun, möglich ist alles. Und unter anderem, neben den ganzen Details und so weiter, diese ganze Locations, alles was für Horizon eigentlich wie gemacht ist, haben wir auch auf den Schildern Hakone stehen. Und das ist natürlich diese Rennstrecke, die man übrigens auch vom Fujimi Kaido aus sehen kann. Und das ist natürlich einer der größeren Indize, dass wenn Fujimi Kaido tatsächlich mit in Horizon 6 ist, dann wird diese Strecke auch zu 100% mit dabei sein, weil warum sollte man sie überhaupt beim Fujimi Kaido zeigen? Die wurde noch nie mit der Strecke in Verbindung gebracht. Hakone ist jetzt auch relativ neu in Forza. Und ja, die ist natürlich ein bisschen älter, aber selbst da sind wir dann draufgegangen und da sieht man auch im Hintergrund überall versteckt kleinere Texturen von Straßen und so weiter. Wofür man die da hingemacht hat, keine Ahnung, bräuchte man eigentlich nicht, weil man die auf gar keinen Fall sonst sehen würde beim Fahren. Und ja, allein schon die Sache, dass wir den Track vom Fujimi Kaido aus sehen können, ist dann so ziemlich sicher. Also natürlich ist es nur eine Spekulation meinerseits, aber also es passt halt einfach, ne? Und ich war mir, wie gesagt, mit Japan so sicher durch Fujimi Kaido, deswegen, ich bin mir auch relativ sicher, dass Fujimi Kaido dabei ist und dann auch diese Strecke, also, ja. Ich habe sie auf jeden Fall ein bisschen abgelichtet, damit ihr da mal einen Eindruck von bekommt, für alle, die es nicht wissen, beziehungsweise diese Strecke nicht kennen. Wir haben ja auch viele Ausschilderungen, auch Toyohashi, Tsumuma Park, Higashiyama Park und wie das alle heißt. Also ganz viele wilde Ausschilderungen und ich denke mal, das wird dann eine ganze Region sein, so eine mit dem Fokus auf der Rennstrecke einfach, ne? Ich meine, wie geil ist das bitte? Du hast diese Rennstrecke und von der aus kannst du einfach wenige, vielleicht einen Kilometer, wenn überhaupt, entfernt. Die Zufahrt hast du dann zum Fujimi Kaido. Also, ja, das wäre ja allein schon ein richtig krasses Map-Highlight. Ich meine, die Strecke Fujimi Kaido an sich ist ja schon ein Highlight. Sie sieht im Motorsport unglaublich aus, hat sehr viel Detailreichtum und ja, die ist sowieso schon, glaube ich, so ein Favorite für alle. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht, dass diese Strecke in der Horizon 6 Map drin ist. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass wir Fujimi Kaido im Motorsport sowieso nur deshalb haben, weil diese Map für Horizon 6 entworfen wurde, beziehungsweise remastert wurde, denn ihren Ursprung hat sie natürlich in der Forza Motorsport-Reihe, ganz früher schon Motorsport 1, 2, dann wurde die immer weiterentwickelt und dann bis zum Punkt 4, oder war das Motorsport 4? Ich bin mir nicht sicher, ob es da das letzte Mal dabei war, die Strecke. Aber ja, jetzt haben wir sie dann wieder bekommen zum Jubiläum und ja, quasi auch Todeszeitpunkt von Motorsport. Leider. Aber ja, ich hatte, wie gesagt, in dem Video schon gesagt, die Details, man sieht da so viel. Ihr müsst euch das unbedingt mal reinziehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das geht eine Stunde und ja, wir haben uns wirklich alles Mögliche angeguckt, auch viele Städte und Orte gegoogelt und uns angeschaut, die wir da entdecken konnten auf Schildern. Und ja, was meint ihr? Wird das dann auch die einzige Rennstrecke bleiben? Weil, ja, ich gehe schwer davon aus, dass sie dabei sein wird. Sie ist aber jetzt auch nicht die spektakulärste Rennstrecke. Sie ist eher eine Topspeed-Strecke, also man kann sagen, die macht auf jeden Fall Spaß. Also im Motorsport, die zu fahren, ist gar nicht so übel, aber sie ist halt nicht besonders technisch. Jetzt gibt es natürlich noch Fujimi Expressway oder wie das da alles heißt. Es gibt ja verschiedene Strecken. Da kann ich gerade mal drauf gucken. Ich habe ja hier sämtliche Rennstrecken, die es in Motorsport gab, extra in einem Ordner gespeichert. Ne, Ring Motegi zum Beispiel könnte man natürlich einbauen oder Tsukuba. Ah ja, da gibt es so manche Strecken, die man reinbringen könnte noch. Also
eine zweite Rennstrecke wird natürlich auch Bock machen. Warum überhaupt? Denn in Horizon 5 sollten die Entwickler eigentlich gesehen haben, neben Städten, und eine Stadt haben wir ja dank Tokio sowieso, aber neben dem sind im Event Lab Editor ständig Rennstrecken gewesen. Und sie haben uns auch ständig Rennstrecken in den Fokus gestellt, die Entwickler, als würden sie sagen wollen, jo, das nächste Horizon wird auch ein paar vernünftige Rennstrecken haben. Und ja, Hakone wird ziemlich sicher eine davon sein, da bin ich mir recht sicher, also merken wir uns, der Onkel hat zuerst gesagt, Kappa, aber es ist so unwahrscheinlich, dass sie das nicht nehmen. Warum sollten sie das auch nicht machen? Es passt halt, es wäre perfekt irgendwo. Und ja, Twin Ring Motegi, sowieso so eine legendäre Strecke, wäre natürlich auch cool, denn die ist ein bisschen anspruchsvoller. Und auch sehr legendär, hat es leider nicht mehr zurückgeschafft in Motorsport, aber ja, wäre cool, wenn man die da wieder mit reinbringt. Denn da könnte man natürlich auch viele Events drumherum gestalten. Und man hat da auch einfach mal ein paar Strecken, wo man seine Autos ordentlich testen kann. Ich meine, gut, das Tuning-System, das ist jetzt kein Sim oder so, das ist ziemlich arkadig und ziemlich broken gewesen, zumindest noch in Horizon 5, ne, weil da kannst du ja aus jeglichen Wagen irgendwie eine 2000 PS Schleuder gefühlt machen, aber das wäre ganz cool. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, tonnenweise Material angeguckt und wirklich in jede Ecke geschaut. Wir haben halt super viele Straßen und das gleiche halt auch hier bei Hakone. Da haben wir auch im Hintergrund viele Dinge und auch auf der Map sieht man natürlich so eine Art riesige Zufahrtstore. Und da könnte dann wahrscheinlich die große Einfahrt sein und so weiter. Natürlich sieht man in der Motorsport-Version jetzt nicht irgendwelche Details oder so. Es ist klar, erstens will man natürlich nichts spoilern, weil wäre außerhalb der Strecke alles mit mehr Detail behaftet, hätte man schon von vornherein gewusst, ja, safe, Japan ist jetzt erst recht safe, damit hätte man wahrscheinlich gespoilert. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch Performance-Gründe. Trotzdem fragt man sich, was haben diese Billigstraßentexturen, so vorgezeichnet kann man quasi sagen, da zu suchen, an manchen Ecken, wo man sonst nie hingucken würde oder nie irgendwas sehen würde. Jetzt wirklich, das sieht man dann halt nur, weil man mit der Kamera da ganz genau hinguckt. Es sind halt wirklich so Indizien, dass da Fujimi Kaido vielleicht auch größer wird, als wir das jetzt aus Motorsport kennen, denn der hat ja auch Tunnel und einige andere Nebenstraßen. Das heißt, dass selbst durch die Mitte des Gebirges quasi noch vielleicht so eine Art Offroad-Wege gemacht werden für Rallye und so weiter. Also quasi eine Weiterentwicklung von Fujimi Kaido. Wie geil wäre das denn, Leute? Ich höre mir schon fast an wie ein Porsche Cayman S-Vertreiber, aber wow, ich könnte es mir echt gut vorstellen. Wie gesagt, wir haben da einige Tunnel gesehen und so weiter, die dafür sprechen. Kann natürlich auch nur kosmetisch sein, aber auch ein bisschen viel Arbeit für Kosmetik, oder? Naja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Würdet ihr euch wünschen, dass die Strecken auf jeden Fall dabei sind? Sprich Fujimi Kaido und Hakone auf jeden Fall. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie dabei sind oder spätestens irgendwann noch dazukommen. Ich hoffe aber wirklich, dass sie von Anfang an Teil der Map sind und nicht in einem ja, DLC als Extra-Ort verwurstet werden, wie zum Beispiel Fortune Valley oder so in den alten Teil. Das wäre irgendwie, naja... Ich meine, gut, kann man machen, wenn man da den Ort wirklich ein bisschen größer gestaltet und so weiter. Dann die Rennstrecke, Fujimi Kaido, abseits von der Hauptmap. Ja, kann man machen, aber naja, weiß ich nicht. Wie steht ihr dazu? Hauptmap oder sagt der DLC ist okay, wenn sie dann dazu zusätzlich vielleicht so eine Kleinstadt noch machen, so, dass es sich auch wirklich lohnt. Nur das Problem ist halt, die DLCs haben sich ja meistens immer gut abgehoben von der Hauptmap. In Horizon 3 war es ja zum Beispiel eine Schneemap oder Hot Wheels. In Horizon 4 war es Fortune Valley, ne, auch so eine seltsame Insel, die sich komplett abgehoben hat von der eigentlichen Map. Und ja, gut, über Lego müssen wir nicht reden. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffen wir mal, ist ja jetzt bald soweit. Wir sind dann live ab 18 Uhr am Donnerstag. Schauen uns gemeinsam den Trailer an, analysieren alles und. Seid dabei. Auf Twitch und YouTube gehe ich live. Und ja, abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.